Sebastian, schön dich zu sehen. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was unglaublich wichtig ist, wenn man den Umzug ins Ausland plant, vor allen Dingen, wenn es um Steuersparen geht. Denn es sind nicht nur die Steuern, die auf Leute zukommen, sondern natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge. Wir haben uns 3 Länder ausgesucht, wo wir so ein bisschen mal die Lupe drauf leuchten wollen. Es geht um Spanien, Portugal und Italien. Sebastian, kannst du uns vielleicht ganz kurz eine Einleitung dazu geben, warum es so wichtig ist, dass man sich auch über die Sozialversicherungsbeiträge Gedanken macht im Ausland? Genau, also in gewisser Weise ist man ja hier verwöhnt, wenn man aus Deutschland kommt und gar nicht gewöhnt ist, dass man als Freiberufler, Selbstständiger große Sozialbeiträge bezahlen muss. Das ist aber in anderen Ländern definitiv nicht so. Spanien, Portugal und Italien sind ja bekannt, dass sie hier letztlich steuerliche Sonderstati haben. Also man weiß Spanien 24%, man weiß Portugal 20%, man weiß Italien sind 90% steuerfrei oder 70%. Das klingt alles mal wahnsinnig gut, aber man hat die Rechnung oder den Wert gemacht, denn man vergisst, dass hier Sozialabgaben zu bezahlen sind, die damit dann oftmals einen Strich durch die steuergünstige Rechnung machen und man dann tatsächlich viel mehr bezahlen muss, als man tatsächlich erwartet hat. Das wollte ich gerade sagen, weil die sind in einigen Fällen gar nicht unerheblich. Lass uns mit Spanien anfangen. Kannst du uns erklären, wie es da mit den Sozialversicherungen aussieht? Genau, also Spanien gibt es das sogenannte Beckham Law. Mit dem Beckham Law habe ich zum einen die Option, dass für 5 Jahre sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Und auf spanische Einkünfte muss ich dann 24% Einkommensteuer bezahlen. Wer also zum Beispiel in Spanien dann angestellt ist oder Freiberufler ist oder auch Geschäftsführer seiner eigenen Gesellschaft ist, zahlt diese 24%. Und für sich gesehen klingt es ja erstmal gar nicht so schlecht. Also wer weiß, in Mallorca wohnen, 24% Steuern zahlen, damit kann man leben. Man vergisst aber die Sozialabgaben. Die sind in Spanien zwar gedeckelt bei ungefähr 14.000 € im Jahr, aber wenn ich das jetzt hochrechne, 24% Steuern, 14.000 Sozialabgaben, dann liege ich bei 100.000 Einkommen auch bei über 30%. Und das ist vielleicht dann doch mehr, als der ein oder andere erwartet hat. Wie sieht es in Portugal aus? Ja, Portugal auch sehr interessant. Portugal NAR-Status, auch hier Auslandseinkünfte steuerfrei. Und hier wird eben dann so mancher verleitet, der dann denkt, naja, okay, wenn ich jetzt hier als Freiberufler in Portugal bin und ausländische Kunden habe, dann habe ich steuerfreie Einnahmen. Das stimmt nicht. Wenn ich in Portugal bin und dort arbeite, zahle ich Sozialversicherung. Dort werden maximal 1.200 € pro Monat fällig. Das werden aber dann die meisten auch bezahlen müssen. Außerdem muss ich 20% Steuern auf 75% der freiberuflichen Einkünfte bezahlen. Also auch hier bin ich locker bei 30% Steuern, wenn ich 100.000 € Einkünfte erziele. Wie sieht es in Italien aus? Ist es da ähnlich? Ganz ähnlich leider, ja. Italien hat ja diesen Status, den sogenannten Inbound-Status, der sich an Rückkehrer richtet oder Zuzügler. Hier kann ich also 90% meiner Einnahmen steuerfrei beziehen, wenn ich in Süditalien lebe. Wenn ich im Rest Italiens lebe, 70% steuerfrei. Klingt natürlich wieder mal genial. Aber Sozialversicherung wird fällig. Die ist erst bei einem Einkommen von 100.000 € ungefähr gekappt. Das heißt, ich muss also dann nicht die Sozialabgaben nur auf den reduzierten Teil, sondern auf den Gesamtteil meines Einkommens bezahlen. Das heißt, ich zahle bei 100.000 Einkommen mal schnell 25.000 € Sozialversicherung und liegt dann eben auch wieder bei 30%. Der einzige Vorteil ist, wenn ich natürlich jetzt anstatt 100.000 200.000 verdiene, dann zahle ich ja nicht mehr Sozialversicherung und einfach nur noch mal 5% mehr Steuern, also 5.000 € mehr Steuern, sodass ich dann bei 200.000 € letztlich nur 35.000 € Abgaben habe, bei 100.000 waren es 30. Das heißt, je höher die Einkünfte sind, desto weniger prozentual zahle ich. Also das könnte man sagen, ist attraktiv in Italien. Aber grundsätzlich eben, was man ganz wichtig beachten muss, günstige Steuern heißt nicht, dass Sozialabgaben wegfallen. Also einen zentralen Punkt, den wir immer wieder, wenn wir uns unterhalten, aufgreifen, ist, wie schwierig es ist, an Informationen zu kommen. Wenn jetzt jemand in der Situation ist und gesagt hat, yeah, Spanien, Portugal, Italien, da möchte ich hin, da ist die Steuerlast niedriger und jetzt plötzlich feststellt, hang on,
Ich muss aber natürlich auch noch die Sozialabgaben leisten. Wie berätst du so jemanden? Also grundsätzlich, wir haben natürlich sehr viele Personen, die wir beraten, in eines dieser Länder umziehen wollen. Wir haben qualifizierte Experten in den einzelnen Ländern an der Hand, die dich hier gemeinsam mit uns beraten können. Die sprechen meistens kein Deutsch, wir übernehmen den deutschsprachigen Teil. Aber das ist Wissen, was relativ teuer ist. Ja? Erst neulich sprachen wir mit einem italienischen Steuerberater, der auch Deutsch sprach. Und er hat gesagt, für so eine allgemeine Beratung, wie diese Themen funktionieren, also so die Dinge, die wir hier kostenlos in unseren YouTube-Videos letztlich wiedergeben, wollte er 4.000 € haben. Ja. Also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass diese Beratung qualifiziert ist. Ja. Man muss einfach wissen, dass das komplex ist, dass das spezielles Wissen erfordert und man muss sich jetzt selbst fragen, wenn jemand mir dieses Wissen hier im Rahmen einer kostenlosen Beratung im Internet anbietet, was ist es dann wirklich wert? Wahrscheinlich nicht das Papier, auf was es geschrieben ist. Ja? Ja. Daher rate ich jedem, sich hier qualifizierte Beratung zu besorgen, sich nicht auf Halbwissen aus dem Internet zu verlassen, sich nicht auf kostenlose Beratung zu verlassen, die nämlich in der Regel nur jetzt kostenlos ist, aber am Ende möglicherweise zum Boomerang wird, ja, und dann sehr kostenpflichtig auf einmal wird, weil es nämlich dann eine Steuerfalle ist. Also lasst euch beraten, bucht einen Beratungsgespräch hier bei uns, geht zu einem qualifizierten Steuerberater, Rechtsanwalt eurer Wahl, aber lasst euch beraten, ist extrem wichtig. Sebastian, wie immer, vielen, vielen Dank, es war toll mit dir zu reden. Bis bald. Bis bald, danke. Oft, wenn du dann kleine Kinder zu Hause hast, weißt du selbst, doch schwierig ist mit dem Zuhause arbeiten. Ja? Und wenn man sich dann permanent dann hier auf der Pelle sitzt für 24 Stunden, dann braucht man irgendwie noch ein bisschen Distanz manchmal. Zwischen 9 und 5, ja, meine ich jetzt Distanz. Ja? Absolut. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also in unserem Haus in England haben wir, da war die Doppelgarage und das haben dann die Vorbesitzer umgebaut in ein Grafikdesignstudio und dann angeschlossen ans Haus. Und in dem Teil des Hauses ist das Büro meines Mannes. Und jetzt, wo wir hier in Deutschland sitzen, sitze ich gerade in dem Büro und mein Mann hat ein Büro in der Stadt, weil ich gesagt habe, wir können nicht die ganze Zeit zusammen sein. Da werde ich wahnsinnig. Wir müssen auch mal so ein bisschen zu Arbeitszeiten getrennt arbeiten und dann wieder zurück. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.